Für mich war das auch einer der Gründe, an die Leuphana zu kommen, so ein bisschen philosophischen, aber auch historischen Einblick in die Wissenschaft zu kriegen. Also so auch ein bisschen so links und rechts zu gucken, wo kommt das Modell, was wir eigentlich lernen, her, also dieses wissenschaftliche Lernen und Lehren. Ich hatte die Erwartung, dass ich hier viele spannende Menschen treffe aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Also deswegen finde ich das Leuphana-Semester auch so cool. Genau, auf diesen Austausch hatte ich mich gefreut. Ich habe mich dafür entschieden, erstmal primär für den Studiengang, aber auch, weil es natürlich super interdisziplinär ist und was man auch gemerkt hat, man lernt super viele Leute kennen, auch vor allem durch das Komplementär und das Leuphana-Semester, wo man ja noch ein bisschen verloren ist quasi. Das war schon eine super Hilfe. Ich glaube auch, dass im Leuphana-Semester noch ein bisschen mehr versucht werden sollte, den Studenten den Sinn zu vermitteln, weil ich glaube, dass viele ja auch ankommen und noch gar nicht wissen, wofür studiere ich und was will ich eigentlich studieren und bin ich hier richtig. Das Leuphana-Semester war schon am Anfang auch so ein kleiner Schock irgendwie. Ich hatte das gar nicht so verinnerlicht, dass ich erstmal ein bisschen warten muss, bis das mit dem Major und Minor so richtig anfängt und erstmal das Leuphana-Semester losgeht sozusagen, aber also auch wenn ich jetzt im Nachhinein darauf zurückblicke, so finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache und auch so was das Komplementärstudium angeht, würde ich auch sagen, man hat ja auch wirklich eine breite Auswahl an Seminaren, die man wählen kann und kann sich dann ja weitestgehend rauspicken, was man so interessant findet. Ich habe vom ersten Semester an einen Anstoß gekriegt, selbst Projekte zu entwickeln. Ich hatte coole Seminare mit anderen Leuten zusammen und wir haben Projekte gemacht und uns da genauer kennengelernt und uns ergänzt, dadurch, dass ich vielleicht die umweltwissenschaftliche Perspektive reingebracht habe und die anderen halt andere Perspektiven reingebracht haben. Das war cool. Unser Freundeskreis ist jetzt eigentlich kaum in unserem eigenen Studiengang angesiedelt, sondern eher über die Bereiche hinweg. Und das führt halt auch dazu, dass, finde ich, man auch eher ein Denken entwickelt, das allgemeiner ist, also nicht nur auf dein Fach bezogen. Wenn man dann seinen Master macht, braucht man noch CPs aus anderen Fächern, aus anderen Modulen. Deswegen kommt das eigentlich ganz gut an, was ich bisher gehört habe von Absolventinnen und Absolventen. Ich war eine von den Studierenden, die immer so viel wie möglich gewählt hat, weil ich so viel Begeisterung habe für viele Dinge und ich mich kaum entscheiden konnte. Und meiner Erfahrung nach konnte man auch immer in Kurse noch reinkommen, in die man am Anfang bei Meister, die nicht reinkommen ist. Ich würde es Menschen empfehlen, die sich gut selbst organisieren können und auch klar wissen, was sie wollen, weil es eben so eine Flut an unterschiedlichen Möglichkeiten gibt und auch eine Freiheit. Und ich glaube, da unterstützt es, wenn man schon so ein bisschen eine Idee hat, eine Richtung hat, um da in diesem Dschungel von Minor, Major und Komplementär sich zurechtzufinden. Gerade die Leute, die sehr entschieden sind mit ihrem Studiengang, die sollten vielleicht trotzdem hierher kommen, weil sie dann noch mal ein bisschen auch andere Dinge kennenlernen. Aber natürlich die unentschieden sind, noch mehr, weil die wissen natürlich noch nicht, was sie studieren sollen. Und das ist hier irgendwie ganz gut. Auch wenn man nicht Studium Individuale macht, hat man ja viel nebenbei, was man noch ausprobieren kann. 3 Jahre sind, glaube ich, zu kurz. Also ich würde gerne noch ein bisschen länger studieren, weil ich durch dieses Modell die Möglichkeit habe, noch rechts und links zu gucken, was es noch für spannende Themen gibt und Sachen auszuprobieren.